In den kalten, unendlichen Weiten des Segmentum Obscurus, wo das Licht des Astronomiker nur noch als schwaches, flackerndes Glimmen zu erahnen ist, sterben Welten nicht mit einem Schrei, sondern mit einem Flüstern. Der Planet Xaris Thir war einst eine blühende Agri-Welt, ein Juwel aus goldenem Weizen und azurblauen Ozeanen, das die hungernden Magen von Milliarden in den benachbarten Makropolstädten füllte. Jetzt war er ein Grab. Der Himmel, einst von einem sanften Blau, war nun in ein krankhaftes, pulsierendes Grün getaucht, verfärbt durch die atmosphärischen Entladungen der Necron-Gauss-Waffen, die die Molekularstruktur der Luft selbst zerrissen. Der Boden war keine Erde mehr, er war eine Masse aus verglaster Schlacke und Asche, durchzogen von tiefen Narben, die von Orbitalbombardements zeugten, die nichts bewirkt hatten, außer den Schlaf derer zu stören, die tief unter der Kruste ruhten. Die Necrons waren erwacht. Wie ein metallenes Uhrwerk des Todes, das vor Äonen aufgezogen worden war und nun unaufhaltsam ablief, waren sie aus ihren Stasisgrüften emporgestiegen. Ihre Phalanxen marschierten in perfekter, schrecklicher Stille. Kein Schlachtruf, kein Brüllen der Wut, kein Flehen um Gnade. Nur das rhythmische, metallische Klirren ihrer Füße auf dem verbrannten Boden und das surrende Zischen ihrer Desintegratorgewehre, die Fleisch, Rüstung und Knochen Schicht für Schicht abtrugen, bis nichts als Atome im Wind blieb. Gegen diese Flut aus lebendem Metall stand das 88. Kardianische Regiment. Oder das, was davon übrig war. Männer und Frauen, die in den Feuern von 1000 Schlachten gehärtet waren, kauerten nun in den schlammigen Gräben, ihre Lasergewehre auf maximale Leistung gestellt, wohl wissend, dass ihre Batterien leer sein würden, bevor der Feind auch nur blinzelte. Wenn der Feind denn Augen hätte, mit denen er blinzeln könnte. Artilleriefeuer hämmerte in den Boden, Basiliskengeschütze der imperialen Armee husteten ihren stählernen Tod in den grünen Nebel, aber die Necrons standen immer wieder auf. Getroffen, zerschmettert, in Stücke gerissen. Ihre Körper flossen wie Quecksilber wieder zusammen, reparierten sich selbst durch blasphemische Technologien, die das Verständnis des Adeptus Mechanicus weit überstiegen. Die Moral der Truppen hing an einem seidenen Faden, der jeden Moment zu reißen drohte. Der Gestank von Ozon und verbranntem Fleisch lag schwer und erstickend über den Gräben. Mitten in diesem apokalyptischen Albtraum im Schützengraben Alpha 9 saß Torg. Torg war ein Ogrin, er war eine Masse aus Muskeln, Knochen und einer Haut, die dick genug war, um einen direkten Treffer aus einer kleinkalibrigen Waffe zu ignorieren, als wäre es ein Mückenstich. Er war fast 3 Meter groß und breiter als ein Chimären-Transportpanzer. Sein Gesicht war eine Landschaft aus Narben, wulstigen Brauen und einem Unterkiefer, der Granit zermalmen konnte. In seinen massiven Händen, die eher an Schaufelbagger erinnerten als an menschliche Gliedmaßen, hielt er einen Ripper-Gun, eine Waffe, die für einen normalen Menschen eine stationäre Geschützstellung gewesen wäre, die Torg jedoch wie eine Pistole handhabte. Doch im Moment feuerte Torg nicht. Er saß mit dem Rücken zur Erdwand, die Knie an die Brust gezogen und starrte intensiv auf einen kleinen Käfer, der versuchte, eine schlammige Pfütze zu überqueren. In Torgs Kopf herrschte eine angenehme Stille. Während um ihn herum das Universum schrie und brannte, dachte Torg über die wichtigen Dinge des Lebens nach. Hunger, dachte Torg. Der Gedanke war einfach, klar und dominant. Er hallte in seinem Schädel wieder wie ein Stein, der in einen leeren Brunnen fällt. Rationsriegel alle. Kleiner Boss sagt, später essen. Aber jetzt ist später. Er schaute zu seiner Linken. Dort saß Kommissar Valerius. Der kleine Boss. Valerius hatte seine Mütze tief ins Gesicht gezogen und saß sehr still da. Torg mochte den kleinen Boss. Der kleine Boss schrie oft, aber er gab Torg auch immer die extra Rationen, die nach Metall schmeckten, aber den Bauch füllten. Im Moment sah der kleine Boss sehr müde aus. Er fehlte auch der linke Arm und eine seltsame grüne Energie knisterte dort, wo eigentlich eine Schulter sein sollte, aber Torg beschloss, das nicht zu erwähnen. Es war unhöflich, Leute auf fehlende Teile hinzuweisen. Mama hatte das immer gesagt, bevor sie von den bösen Orks gefressen wurde. »Kleiner Boss schläft«, murmelte Torg mit einer Stimme, die klang, als würden 2 tektonische Platten aneinander reiben. »Krieg ist laut, Boss ist müde, Torg muss leise sein.« Er versuchte sich klein zu machen, was bedeutete, dass er seinen Kopf um etwa 2 Zentimeter einzog.
Ein grüner Strahl zischte knapp über den Grabenrand hinweg und verdampfte den Sandsack direkt über Torks Kopf. Heißer Sand rieselte auf seine Glatze. Tork kicherte und wischte den Sand weg. Kitzelt, sagte er. Dann sah er es. Durch eine Lücke in der zerstörten Brustwehr, über das von Kratern übersäte Niemandsland hinweg, sah Tork etwas Leuchtendes. In der Ferne, vielleicht einen halben Kilometer entfernt, stand eine massive schwarze Pyramide, die langsam aus dem Boden schwebte. Ein Monolith der Necrons. Vor diesem schwebenden Berg aus schwarzem Stein stand eine Gestalt auf einer Art schwebendem Thron. Es war ein Hochlord der Necrons, gekleidet in eine Rüstung aus lebendem Gold und Silber, mit einem Umhang aus gewebtem Licht. In seiner skelettartigen Hand hielt der Hochlord einen Stab der Sonnenfeuerspeite. Aber das war nicht das, was Torks Aufmerksamkeit erregte. In der anderen Hand hielt der Hochlord eine Kugel. Sie war perfekt rund. Sie pulsierte in einem hypnotischen, wunderschönen Smaragdgrün. Es war eine Auferstehungssphäre, ein Artefakt von unvorstellbarer technologischer Macht, fähig, die Reanimationsprotokolle der gefallenen Necrons zu überladen und sie sofort wieder in den Kampf zu schicken. Für den General der Cardianer war es das Primärziel, das vernichtet werden musste. Für den Inquisitor im Orbit war es eine Ketzerei, die getilgt werden musste. Für Tork war es der Ball. Eine Erinnerung, verschwommen und warm, stieg in Torks spatzenkleinem Gehirn auf. Ausbildungslager? Ein netter Mann im weißen Kittel hatte ihm einen Ball gegeben. Einen roten Ball. Tork hatte den Ball geworfen. Der Mann hatte ihn geholt. Dann hatte Tork den Ball wieder geworfen. Es war das beste Spiel der Welt gewesen. Es hieß werfen oder vielleicht fangen. Tork war sich nicht sicher, aber er erinnerte sich an das Gefühl. Das Gefühl von Freude, das Gefühl, etwas zu haben, das ihm gehörte. Dann war der böse Sergeant gekommen und hatte den Ball weggenommen und gesagt, Tork solle stattdessen lernen, wie man Dinge mit dem Bajonett ersticht. Das war weniger lustig. Bajonette hüpften nicht, wenn man sie auf den Boden warf. Torks Augen weiteten sich. Seine Unterlippe zitterte vor Aufregung. Der Ball, flüsterte er, der glitzernde, grüne Ball. Er sah den Metallmann dort drüben an. Der Metallmann hielt den Ball hoch. Er zeigte ihn allen, aber er warf ihn nicht. Er teilte nicht. Das ist nicht nett, grollte Tork. Seine Stirn legte sich in tiefe Falten der Konzentration. Metallmann ist ein Gierschlund, spielt alleine. Der Hochlord auf dem Schlachtfeld hob die Sphäre höher. Grünes Licht flutete über die Reihen der gefallenen Necron-Krieger. Zerschmetterte Skelette begannen sich wieder zusammenzufügen. Glieder rasteten ein, Köpfe drehten sich. »Guck mal, kleiner Boss.« Tork stieß den toten Kommissar sanft mit dem Ellbogen an, was dazu führte, dass der Leichnam leicht zur Seite kippte. »Der Metallmann da drüben hat einen Ball, er leuchtet. Tork will auch spielen.« Der Kommissar antwortete nicht. »Na gut«, seufzte Tork, »du bist müde.« Tork holt den Ball. Tork bringt den Ball hierher. Dann spielen wir, wenn du wach bist. Gute Idee, Tork. Danke, Tork. Mit der Entschlossenheit einer Lawine erhob sich Tork. Er überprüfte sein Ripper-Gun, stellte fest, dass er vergessen hatte, wie man es nachlädt, und beschloss, es als Keule zu benutzen. Das funktionierte sowieso meistens besser. Er kletterte aus dem Graben. »Tork geht jetzt«, rief er in den Graben zurück, zu den entsetzten Gesichtern der wenigen überlebenden Gardisten. Tork holt das Spielzeug. Ein Soldat, dessen Gesicht mit Ruß und Blut verschmiert war, starrte zu ihm auf. »Geh runter, du riesiger Idiot, das ist Selbstmord!« Tork lächelte ihn breit an, wobei er eine Reihe von Zähnen entblößte, die aussahen wie verwitterte Grabsteine. »Keine Sorge, kleiner Mann, Tork passt auf. Tork spielt nur kurz.« Er trat ins Niemandsland. Der Moment, in dem Tork den schützenden Graben verließ, war der Moment, in dem die Hölle ihre Aufmerksamkeit auf ihn richtete. Tausende von Necron-Kriegern, die in perfekten Reihen vorrückten, drehten ihre Köpfe unisono. Ihre optischen Sensoren fixierten die massive biologische Anomalie, die gerade auf das Schlachtfeld gestolpert war. Dutzende von Gauss-Desintegratoren feuerten gleichzeitig. Grüne Energiestrahlen zischten durch die Luft und trafen Torks massive Brustplatte. Die Rüstung, ein grob geschmiedetes Stück Plattenstahl, das von einem Lehmann-Russ-Kampfpanzer abmontiert worden war, zischte und dampfte, als das Metall Schicht für Schicht abgetragen wurde. Tork blieb stehen und blickte an sich herab. Er kratzte sich an der verkohlten Stelle. »Hört auf zu spucken«, rief er den Necrons zu. »Das ist unhöflich. Mama sagt, Spucken ist für Lamas.«
Er marschierte weiter. Sein Schritt war nicht der eines Soldaten, der Deckung sucht, sondern der eines Kindes, das zielstrebig auf den Eiswagen zugeht. Ein schwerer Destruktor, eine schwebende Plattform des Todes glitt über die Trümmer auf ihn zu. Die massive Kanone richtete sich auf Torgs Kopf aus. Wusch, machte Torg, als der schwere grüne Strahl an seinem Ohr vorbeizischte und ein Felsbrocken hinter ihm verdampfte. »Du hast verfehlt, schlechter Werfer!« Torg erreichte den Destruktor. Für einen normalen Menschen war diese Maschine ein Albtraum aus unverwundbarem Metall und tödlicher Präzision. Für Torg sah es aus wie ein schwebender Schlitten, und Schlitten waren zum Schieben da. »Aus dem Weg«, brüllte Torg. Er rammt seine Schulter gegen den Destruktor. Das Necron-Konstrukt, das durch Antigravitationsgeneratoren in der Schwebe gehalten wurde, war nicht dafür ausgelegt, dem Aufprall von 300 Kilogramm reiner, unverdünnter Muskelkraft zu widerstehen. Mit einem kreischenden Geräusch von verziehendem Metall kippte der Destruktor zur Seite, trudelte außer Kontrolle und krachte in eine Gruppe von Necron-Kriegern, die wie Kegel umfielen. »Strike«, rief Torg fröhlich, obwohl er sich nicht sicher war, was das Wort bedeutete. Er hatte es einmal von einem Mann im Casino gehört, der danach sehr viel bunte Chips bekommen hatte. Er setzte seinen Weg fort. Der Boden bebte unter seinen Schritten. Krater, die für normale Menschen Hindernisse waren für Torg nur Pfützen. Stacheldrahtverhaue rissen an seinen Hosen, aber seine Haut war so lederartig und vernarbt, dass er es kaum bemerkte. Er summte eine kleine Melodie vor sich hin. Ein Lied, das im Wesentlichen aus den Worten Essen, Essen, Schlafen, Essen bestand. Doch der Weg zum Ball war nicht einfach. Die Necrons, die keine Furcht und keine Überraschung kannten, berechneten ihre Strategie neu. Das Ziel große Biomasse hatte eine Priorität erhalten, die die Berechnungen ihrer Logik-Engramme störte. Es starb nicht. Warum starb es nicht? Ein Trupp von Eliminatoren materialisierte sich aus einer Taschendimension direkt vor Torg. Diese schlachsigen, einäugigen Scharfschützen waren Jäger, die ihre Beute markierten und dann aus der Existenz tilgten. 5 rote Laserpunkte tanzten auf Torgs Stirn. Torg blieb stehen und schielte nach oben, um die Punkte zu sehen. »Oh, hübsch«, sagte er. »Lichterfest«. Die Eliminatoren feuerten. 5 hyperbeschleunigte Projektile trafen Torgs Schädel. 4 prallten an der dicken Knochenplatte ab, die seinen Frontallappen schützte. Ein evolutionäres Merkmal, das Ogryns oft vor Kopfschmerzen bewahrte, sowohl metaphorischen als auch ballistischen. Das 5. Geschoss streifte seine Wange und hinterließ einen langen, blutenden Riss. »Aua!« Torg rieb sich die Wange. Sein Gesichtsausdruck verdunkelte sich. Das war nicht mehr lustig. Das war gemein. »Ihr seid keine guten Spielkameraden«, brüllte er. Er hob sein Ripper-Gun. Er zielte nicht wirklich. Zielen war etwas für Leute, die sich Sorgen machten, Munition zu verschwenden. Torg machte sich keine Sorgen. Er drückte einfach den Abzug und hielt ihn gedrückt, während er die Waffe in einem weiten Bogen schwenkte. Das massive Kaliber der Waffe donnerte und ein Hagel aus Schrot und explosiven Geschossen fegte über die Position der Eliminatoren hinweg. Die fragilen Necron-Scharfschützen wurden in Stücke gerissen, ihre Metallkörper zerbarsten unter der rohen kinetischen Wucht. »Ha«, sagte Torg zufrieden, »ich gewinne.« Er blickte wieder zum Hochlord. Der goldene Mann war immer noch da. Er schien auf Torg zu warten, er hielt den grünen Ball immer noch fest. Torg konnte spüren, wie sehr er diesen Ball wollte. Er würde so schön leuchten, wenn man ihn im Dunkeln unter der Decke ansah. Er könnte ihn rollen, er könnte ihn dem kleinen Boss zeigen. Aber zwischen ihm und dem Ball stand nun etwas Größeres. Aus dem Schatten des Monolithen schälten sich 3 Canoptek-Spinnen, riesige, insektenartige Konstrukte aus lebendem Metall mit vielen Beinen und Mandibeln, die Stahl schneiden konnten wie Papier. Sie klickten und surrten, als sie sich auf Torg zubewegten. Kleine Schwärme von Skarabäen wuselten um ihre Beine, ein Teppich aus metallischen Käfern, die alles fraßen, was ihnen in den Weg kam. Torg blieb stehen. Er mochte keine Spinnen. Spinnen waren okay, wenn sie klein waren. Man konnte sie zerdrücken. Aber diese Spinnen waren so groß wie Panzer. »Geht weg«, rief Torg und wedelte mit der Hand, als würde er lästige Fliegen verscheuchen. Torg hat keine Zeit für Krabbeltiere. Torg muss den Ball holen. Die Spinnen griffen an. Die erste sprang mit einer Geschwindigkeit, die für ihre Größe unmöglich schien. Torg reagierte instinktiv. Er tat das Einzige, was er wirklich gut konnte. Er schlug zu. Er benutzte seinen Ripper-Gun wie einen Baseballschläger. Der massive Kolben der Waffe traf die Spinne mitten im Sprung. Es gab einen
ohrenbetäubenden Knall, als Metall auf Metall traf, gefolgt von einem knirschenden Geräusch, als der Panzer der Spinne nachgab. Das Konstrukt wurde zur Seite geschleudert und landete zuckend auf dem Rücken. Seine Beine ruderten hilflos in der Luft. Die zweite Spinne war schlauer. Sie schoss klebrige Fäden aus flüssigem Metall auf Torks Beine, die sofort erstarrten und ihn an Ort und Stelle fesselten. Tork versuchte einen Schritt zu machen und stolperte fast. Er sah nach unten. »Hey«, beschwerte er sich, »kein Fesseln, das ist Schummeln.« Die dritte Spinne nutzte die Gelegenheit und stürzte sich auf ihn. Ihre Mandibeln schnappten nach seinem Hals. Tork ließ sein Gewehr fallen und fing die Spinne mit bloßen Händen. Seine riesigen Pranken schlossen sich um die Mandibeln des Konstrukts. Es war ein Ringen zwischen der kalten Stärke der Maschine und der warmen, sturen Kraft der Biologie. Die Servomotoren der Spinne heulten auf. Torks Bizeps schwoll an. Adern traten hervor wie dicke Kabel. »Böse Spinne«, grunzte Tork. Er drückte. Das Metall begann zu kreischen. Funken sprühten, als er die Mandibeln langsam, aber sicher auseinanderbog, weit über ihren Belastungspunkt hinaus. Mit einem lauten »Knack« brachen die Mandibeln ab. Tork riss die Spinne von sich weg und warf sie auf die zweite Spinne, die gerade dabei war, mehr Kleber zu sprühen. Beide Konstrukte verhedderten sich in einem Knäuel aus gebrochenen Gliedmaßen und Funken. Tork blickte auf seine Beine. Das erstarrte Metall hielt ihn fest. Er runzelte die Stirn. Er beugte die Knie, atmete tief ein und spannte jeden Muskel in seinem Körper an. Machte Tork. Das Metall um seine Stiefel bekam Risse. Es splitterte. Mit einem gewaltigen Ruck befreite er sich, wobei er Brocken des Bodens mit sich riss. Er stampfte ein paar Mal auf, um die Reste abzuschütteln. »Nichts hält Tork auf«, erklärte er dem leeren Schlachtfeld. »Tork ist auf einer Mission.« Er war jetzt näher. Er konnte die Details der Rüstung des Hochlords sehen. Er konnte die Hieroglyphen sehen, die auf dem Monolithen leuchteten. Und er konnte den Ball sehen. Er war so nah. Er war wunderschön. Der Hochlord auf seinem Thron schien endlich zu bemerken, dass die Bedrohung real war. Er richtete seinen Stab auf Tork. Ein Strahl aus blendend weißem Licht schoss hervor. Es war kein Gaußfeuer, es war reine, konzentrierte Energie einer sterbenden Sonne. Der Strahl traf Tork direkt in den Magen. Der Aufprall schleuderte den riesigen Ogryn nach hinten. Er flog fast 10 Meter durch die Luft, überschlug sich und landete hart im aschigen Schlamm. Rauch stieg von seiner Bauchplatte auf. Er lag still da. Auf der anderen Seite des Schlachtfelds, in den imperialen Gräben, hielten die Soldaten den Atem an. Das war es. Niemand überlebte so einen Treffer. Nicht einmal ein Ogryn. Der Held war gefallen. Die Hoffnung war gestorben. Der Necron-Hochlord senkte seinen Stab, zufrieden mit der kalkulierten Effizienz der Beseitigung. Er wandte sich wieder seinem dunklen Ritual zu, hob die Auferstehungssphäre, um die nächste Welle der Toten zu rufen. Doch dann bewegte sich der Haufen Fleisch im Schlamm. Ein Husten, ein Stöhnen. Und dann, langsam, schmerzhaft, setzte sich Tork auf. Er blickte auf seinen Bauch. Die Panzerplatte war weg, verdampft. Seine Haut war rot und verbrannt und es roch nach gegrilltem Steak. Tork schnupperte. »Riecht lecker«, murmelte er benommen. Dann erinnerte er sich. Der Lichtstrahl, der Schubser. Er wurde wütend, nicht die Art von Wut, die ein Soldat fühlt, wenn er seinen Kameraden sterben sieht. Es war die Wut eines Kindes, dem man das Eis aus der Hand geschlagen hat. Es war eine reine, unvernünftige, absolute Wut. Er stand auf, er ignorierte den Schmerz. Er ignorierte die Warnleuchten in seinem Kopf, die sagten, dass sein Körper am Ende war. Er fixierte den Hochlord mit einem Blick, der Stahl schmelzen könnte. »Du hast mein Hemd kaputt gemacht«, brüllte Tork. Seine Stimme war jetzt kein Grollen mehr, sie war ein Erdbeben. »Das war mein Lieblingshemd. Der kleine Boss hat es mir geschenkt. Es hatte Taschen.« Er begann zu rennen. Diesmal schlenderte er nicht. Diesmal ging er nicht spazieren. Er stürmte, ein lebendiger Rambock, angetrieben von Wut und dem Wunsch nach Wiedergutmachung. Die Necron-Krieger feuerten Salve um Salve. Strahlen durchlöcherten ihn. Teile seiner Schulter wurden weggesprengt. Ein Ohr fehlte, aber Tork wurde nicht langsamer. Das Adrenalin und die Ogryn-Biochemie pumpten einen Cocktail aus Schmerzmitteln und Stimulantien durch seine Adern, der einen normalen Menschen sofort getötet hätte. Er erreichte die Basis des Monolithen. Die Stufen zur Plattform des Hochlords
waren für Necrons gemacht, nicht für Ogryns. Torg nahm 3 Stufen auf einmal. Er stürmte die schwarze Steintreppe hinauf, während Blitze um ihn einschlugen. Die Leibgarde des Hochlords, die Lychgardisten mit ihren Energieschilden und Hyperphasenschwertern, traten ihm entgegen. Sie waren die Elite, unüberwindbare Mauern aus Verteidigung. Sie bildeten einen Schildwall vor ihrem Meister. »Platz da!« schrie Torg. Er bremste nicht ab, er sprang. Er warf sich mit seinem gesamten Körpergewicht in den Schildwall. Fleisch traf auf Kraftfeld, Knochen traf auf Metall. Die Physik entschied den Kampf. Die Lychgardisten, so standhaft sie auch waren, konnten dem Impuls von einer Tonne wütendem Ogryn im vollen Lauf nicht widerstehen. Sie wurden wie Bowlingkegel zur Seite geschleudert, ihre Formation gebrochen, ihre Schilde überlastet. Torg landete schlitternd auf der Plattform. Er blutete aus einem Dutzend Wunden. Er atmete schwer, rasselnd, ein Auge war zugeschwollen. Aber er stand. Vor ihm, nur noch wenige Meter entfernt, schwebte der Hochlord. Der Herrscher der Necrons blickte auf die Kreatur herab. Zum ersten Mal seit 60 Millionen Jahren verspürten seine Logik-Schaltkreise etwas, das dem Konzept von Verwirrung nahe kam. Diese biologische Einheit sollte tot sein. Nach allen Berechnungen war sie tot. Warum stand sie noch? Was trieb sie an? War es ein psionischer Schutz? Eine unbekannte Technologie? Der Hochlord hob seinen Stab für den finalen Schlag. Er würde diesen Fehler im System löschen, er würde diese Anomalie desintegrieren. Aber Torg schaute nicht auf den Stab. Er schaute nicht auf das Gesicht des Todes. Er schaute auf die Hand des Hochlords. »Gib her«, keuchte Torg. Er streckte seine zitternde, blutverschmierte Hand aus. Der Hochlord zögerte. Einen Mikrosekundenmoment lang berechnete er die Bedrohung. Und in diesem Moment handelte Torg. Er griff nicht an. Er schlug nicht zu. Er machte einen Ausfallschritt, so schnell wie eine Schlange, und schnappte sich das Handgelenk des Necrons. »Meins«, sagte Torg fest. Der Hochlord versuchte sich loszureißen, aber der Griff des Ogryns war wie ein hydraulischer Schraubstock. Torgs Finger, dick wie Würste, gruben sich in das lebende Metall. Er zog, der Hochlord zog dagegen. Es war ein groteskes Tauziehen auf der Spitze einer Pyramide des Todes, umgeben von einem Meer aus Krieg. »Lass los«, knurrte Torg durch zusammengebissene Zähne. »Unmöglich«, intonierte der Hochlord, seine Stimme ein kratzendes, elektronisches Geräusch direkt in Torgs Kopf. »Ich bin Anrakyr, der Unendliche. Ich bin der Tod der Welten. Du bist nur Fleisch.« »Ich bin Torg«, brüllte der Ogryn, »und ich will den Ball.« Mit einem Ruck, der seine Rückenmuskeln fast zerriss, riss Torg den Arm des Hochlords zu sich heran. Er benutzte seine freie Hand, um die Finger des Necrons ein nach dem anderen von der Sphäre zu lösen. Knack, knack, knack. Die Sphäre rutschte aus der metallischen Hand. Torg fing sie auf. Sie war warm, sie summte. Das grüne Licht spiegelte sich in seinen Augen. Ein Gefühl von purer Glückseligkeit durchströmte ihn. Er hatte ihn. Er hatte den Ball. »Hübsch«, kicherte Torg, und das Blut, das aus seinem Mund lief, wurde ignoriert. Der Hochlord starrte auf seine leere Hand. Ohne die Sphäre brach die Verbindung zu den Reanimationsprotokollen ab. Unten auf dem Schlachtfeld hörten die gefallenen Necrons auf, sich wieder zusammenzusetzen. Die Offensive geriet ins Stocken. Der Hochlord blickte auf Torg. Dann blickte er auf den Ball. Dann wieder auf Torg. Er hob seinen Stab, um den Ogryn endgültig zu vernichten. Ball hin oder her. Torg bemerkte die Bewegung. Er drückte den Ball fest an seine Brust, wie ein Kind einen Teddybären. »Nein«, sagte Torg, »wir tauschen nicht zurück.« Und dann tat Torg etwas Unerwartetes. Er erinnerte sich an das Spiel. Der Mann im weißen Kittel hatte den Ball geworfen. Dann hatte Torg ihn geholt. Jetzt hatte er ihn geholt. Also musste er... »Fang«, rief Torg. Er holte aus und warf die Auferstehungssphäre. Aber er warf sie nicht zurück zum Hochlord. Er warf sie so weit er konnte, über den Rand der Plattform, hinunter in das Chaos der Schlacht in Richtung der imperialen Linien, wo er dachte, dass der kleine Boss vielleicht aufgewacht war. »Hoppla«, sagte Torg, als er sah, wie die Sphäre in einem hohen Bogen davonflog. »Zu weit.« Der Hochlord stieß einen Schrei aus binärem Zorn aus. Er wirbelte herum, ignorierte Torg und stürzte sich der Sphäre hinterher. Sein Schwebethron beschleunigte auf Maximum. Das Artefakt war unersetzlich. Es durfte nicht verloren gehen. Torg stand allein auf der Spitze des Monolithen. Er blinzelte. Der böse Metallmann war weg. Der Ball war weg. Machte Torg. Er kratzte sich am Kopf. Spiel vorbei? Er blickte sich um. Er war hoch oben. Die Aussicht war gut.
Er konnte das ganze Schlachtfeld sehen. Er sah die kleinen grünen Blitze und die kleinen roten Blitze. Er sah die Panzer, die wie Spielzeugautos aussahen. Er fühlte sich plötzlich sehr müde. Das Laufen und das Schlagen und das Schreien hatten ihn erschöpft. Und sein Bauch tat weh, wo der Lichtstrahl ihn getroffen hatte. Torg macht jetzt ein Nickerchen, entschied er. Er setzte sich mitten auf die Plattform des Monolithen, direkt neben die glühenden Steuerungskonsolen einer Maschine, die ganze Zivilisation auslöschen konnte. Er lehnte sich gegen den Altar. Es war warm hier oben, doch das Schicksal oder vielleicht der Imperator selbst war noch nicht fertig mit Torg. Während er dort saß und seine Augenlider schwer wurden, bemerkte er etwas an der Konsole neben sich. Es war ein großer, roter Knopf, oder zumindest sah es für Torg wie ein Knopf aus. Es war eigentlich ein warnender Glyphenstein für den Kernreaktor des Monolithen, der durch den Kampf und Torgs wildes Herumwerfen von Lichtgardisten beschädigt worden war. Er pulsierte in einem alarmierenden Rot. Rot war Torgs Lieblingsfarbe. Rot bedeutete schnell. Rot bedeutete Spaß. »Was macht der?« fragte sich Torg laut. Er streckte den Finger aus. »Bub«, sagte er und drückte auf die Glyphe. Tief im Inneren des Monolithen, in der Kammer, in der ein gefangener Cetansplitter als Energiequelle diente, fielen die Eindämmungsfelder aus. Die Realität begann sich zu verzerren. Ein tiefes, unheilvolles Grollen erschütterte die schwarze Pyramide. Risse bildeten sich im Stein, aus denen blendendes Licht drang. Torg spürte das Rütteln. »Oh«, sagte er, »das ist ein Massagesessel. Nett.« Der Monolith begann zu sinken, zu kippen, seine Antigravitationsmotoren versagten. Energie entlud sich in wilden Bögen, die alles in der Nähe verdampften. Die Necron-Krieger in der Nähe erstarrten, als ihr Kontrollknoten destabilisiert wurde. Torg klammerte sich an den Altar. Die Welt kippte zur Seite. Er rutschte. »Ui«, rief Torg, während die gigantische Kriegsmaschine der Necrons mit ihm obendrauf langsam aber sicher in den Boden krachte und eine Schockwelle auslöste, die sowohl Freund als auch Feind von den Füßen riss. Staub, Asche und grüne Energie hüllten alles ein. Als sich der Staub legte, herrschte Stille. Der Monolith war ein rauchendes Wrack, halb im Boden vergraben. Die Necron-Offensive war zusammengebrochen, ihre Führung enthauptet, ihre Energiequelle zerstört. Aus den Trümmern auf der Spitze des Wracks schob sich eine Hand. Eine große, vernarbte Hand. Torg zog sich hoch. Er war staubig, er war blutig, er war hungrig. Aber er lebte. Er blickte hinunter zu den imperialen Linien. Er sah kleine Gestalten, die aus den Gräben kamen und jubelten. Sie winkten ihm zu. Sie freuen sich, dachte Torg, bestimmt weil ich das Spiel gewonnen habe. Er kletterte mühsam die schrägen Wände des zerstörten Monolithen hinunter. Es war ein langer Weg. Als er unten ankam, kamen ihm Soldaten entgegen. Sie sahen ängstlich, aber auch ehrfürchtig aus. Ein Sanitäter rannte auf ihn zu. »Großer Gott, Großer, bist du okay? Du hast gerade im Alleingang einen Monolithen ausgeschaltet.« Torg blinzelte den kleinen Mann an. »Mono was?« Torg wollte nur den Ball, aber der Ball ist weggeflogen. Der Sanitäter starrte ihn an. Dann lachte er, ein hysterisches, erleichtertes Lachen. »Ja, Kumpel, der Ball ist weggeflogen. Komm schon, lass uns dich flicken. Der Kommissar wird das sehen wollen, wenn er aufwacht.« Torgs Gesicht hellte sich auf. »Kleiner Boss ist wach?« Noch nicht ganz«, sagte der Sanitäter und wich Torgs Blick aus. »Aber wir haben Essen, extra Ration.« »Essen?« Torgs Magen gab seine Zustimmung mit einem Geräusch, das wie ein sterbender Motor klang. Er folgte dem Sanitäter zurück zu den Linien. Er hatte den Ball nicht bekommen. Das war traurig, aber er hatte gewonnen, was auch immer das bedeutete. Und er bekam Essen. Das war ein guter Tag. Während sie gingen, stolperte Torgs Fuß gegen etwas im Schlamm. Er blickte nach unten. Es war kein Ball, es war etwas anderes, etwas Eckiges, etwas Metallisches. Es war der Kopf eines Necron-Kriegers, der immer noch schwach grün flackerte. Die Augen leuchteten auf und ab, als würden sie versuchen, neu zu starten. Torg blieb stehen. Er hob den Kopf auf. Er drehte ihn hin und her. »Hallo«, sagte Torg zu dem Kopf. Der Kopf klickte und surrte. »Zerstören, vernichten, eliminieren«, krächzte der Vocoder leise. Torg kicherte. »Du bist lustig. Du sprichst.« Er steckte den Necron-Kopf in seine Tasche, dort, wo früher seine Rationsriegel gewesen waren. Er klopfte sanft auf die Tasche. »Ich nenne dich Blinky«, entschied Torg. »Wir werden Freunde. Aber sei leise, wenn der kleine Boss schläft.« Er holte den Sanitäter ein breites Grinsen auf dem Gesicht.
Er hatte vielleicht keinen Ball, aber er hatte einen neuen Freund. Und wer wusste schon, was für Abenteuer Blinky und er erleben würden. Vielleicht konnte Blinky ihm beibringen, wie man diese seltsamen grünen Lichttricks machte. Der Krieg ging weiter. Die Galaxis brannte weiter. Aber für den Moment auf diesem kleinen, verbrannten Stück Fels war die Welt in Ordnung. Torg hatte Hunger, Torg hatte einen Freund und Torg ging nach Hause. Oder zumindest zu dem Ort, wo es Suppe gab. Doch das Universum hasst ein Happy End. Während Torg sich auf seine Suppe freute, begann Blinky in seiner Tasche ein Signal zu senden. Ein Peilsignal. Ein Signal, das durch den Äther schnitt, durch den Warp direkt zu einer Flotte, die am Rande des Systems lauerte. Eine Flotte aus Sichelschiffen, kalt und tot wie der Leere selbst. Der Hochlord Anrakyr war vielleicht besiegt, aber er war nicht allein gewesen. Und er wollte seinen Kopf zurück. Und seinen Monolithen. Und vor allem wollte er Rache an dem Wesen, das es gewagt hatte, ihn zu schubsen. Torg kaute glücklich auf einem Riegel aus wiederaufbereitetem Protein, als der Himmel sich verdunkelte. Nicht das Grün der Necrons diesmal. Es war ein tiefes, unnatürliches Lila. Wolken wirbelten, die aussahen wie Blutergüsse. Torg schaute nach oben, den Mund voll Essen. Regen, ein gewaltiger Schatten fiel auf das Schlachtfeld. Ein Schiff, so groß wie eine Stadt, brach durch die Wolkendecke. Es hatte die Form eines Halbmondes, aber eines bösen Halbmondes mit Stacheln und grünen Blitzen. Der Sanitäter neben ihm blieb stehen und ließ sein Medikit fallen. »Thron von Terra«, flüsterte er. »Eine Gruftbarke.« Torg schluckte. »Ist das Besuch für Blinky?« fragte er und tätschelte seine Tasche. Die Stimme aus der Tasche antwortete. »Verstärkung, eingetroffen, Protokoll, Auslöschung.« »Oh«, sagte Torg. Er seufzte. Er hatte gerade erst gegessen. Er wollte wirklich nicht mehr laufen. Aber der große, fliegende Croissant da oben sah aus, als würde er Ärger machen. Ein Strahl aus dem Schiff traf den Boden, nicht weit von ihnen entfernt. Aus dem Licht traten Gestalten. Aber diesmal waren es keine normalen Skelette. Diesmal waren sie größer, breiter. Sie trugen dicke Rüstungen und hielten Schilde, die so groß waren wie Türen. Und in ihrer Mitte schritt etwas, das aussah wie ein Albtraum aus Klingen und Haut. Ein Flayed One, ein Alb, der sich in die Haut seiner Opfer kleidete. Torg knackte mit den Knöcheln. Er schaute zu dem Sanitäter, der zitterte. »Keine Angst, kleiner Mann«, sagte Torg und stellte sich vor den Sanitäter. Er zog sein Ripper-Gun, das er glücklicherweise wiedergefunden hatte, auch wenn es jetzt etwas verbogen war. »Torg hat jetzt Übung«, sagte der Ogryn. »Und Torg hat noch Platz in der anderen Tasche für noch einen Freund.« Er brüllte die neuen Feinde an. »Kommt her, aber leise, mein Boss schläft immer noch.« Und so begann die zweite Runde. Nicht um einen Ball diesmal, sondern um etwas viel Wichtigeres, um den Nachtisch. Denn Torg war sich ziemlich sicher, dass, wenn er diese Jungs verprügelte, der General ihm vielleicht einen zweiten Riegel geben würde. Und für einen zweiten Riegel würde Torg sogar den Imperator selbst in einem Armdrücken herausfordern. Das Brüllen des Ogryns mischte sich mit dem Kreischen der Necron-Teleporter, als die Schlacht von neuem entbrannte, wilder und absurder als zuvor unter dem kalten Blick der gleichgültigen Sterne. Der Lärm der Schlacht, der zuvor ein stetiges Grollen war, schwoll nun zu einem ohrenbetäubenden Kreischen an. Die Gruftbarke über ihnen, ein monströses Sichelgebilde, das die Sterne verdeckte, begann ihre Invasionsstrahlen zu intensivieren. Säulen aus grünem Licht hämmerten in den Boden und spien Legionen von Albträumen aus. Torg stand fest, die Stiefel tief im schlammigen Boden verankert, und kaute den letzten Bissen seines Riegels. Er schluckte schwer. »Trocken«, urteilte er. »Braucht Soße.« Er klopfte auf seine Tasche. »Was meinst du, Blinky? Haben die neuen Freunde Soße?« Aus der Tasche drang ein verzerrtes, statisches Schnattern. »Prioritätsziel Ogryn, Biomasse, Zersetzung.« »Du bist ein Miesepeter«, sagte Torg. Die erste Welle erreichte ihn. Es waren die Leibwächter, die Lychgardisten, die er zuvor gesehen hatte. Aber diesmal waren es mehr. Eine Mauer aus lebendem Metall und knisternden Energieschilden schob sich auf ihn zu. Sie bewegten sich in perfekter Synchronisation, unaufhaltsam, methodisch. Torg hob sein verbogenes Rippergun. Er sah die Schilde. »Warum tragen die Türen?« fragte er den zitternden Sanitäter hinter sich. »Haben die ihre Häuser verloren?« Der Sanitäter, der gerade versuchte, sich ein Loch zu graben, um darin zu sterben, antwortete nicht. »Hey«, rief Torg den Lychgardisten zu, »ihr könnt hier nicht bauen, das ist mein Platz, ich war zuerst hier.«
Die Lychgardisten antworteten mit einem koordinierten Schlag ihrer Hyperphasenschwerter. Die Luft knisterte, als die Klingen, die durch Dimensionen schneiden konnten, auf Torg niedersausten. Torg duckte sich nicht. Er parierte. Er schwang sein Rippergun wie eine Keule und traf den ersten Schild mit der Wucht eines entgleisten Zuges. Der Schild flackerte und implodierte. Der Lychgardist dahinter wurde von den Füßen gerissen und flog in seine Kameraden. »Keine Türen«, brüllte Torg. »Wir sind draußen!« Er stürzte sich in das Getümmel. Es war ein Tanz der Zerstörung. Torg war kein Krieger im herkömmlichen Sinne. Er hatte keine Technik. Er kannte keine Katas. Er war einfach nur groß, stark und unglaublich schwer zu töten. Ein Schwert schnitt tief in seinen Arm, traf Knochen und blieb stecken. Torg schaute den Nekron an, der das Schwert hielt. Er sah enttäuscht aus. »Das ist meins jetzt«, sagte Torg. Er riss dem Nekron den Arm aus dem Gelenk mitsamt dem Schwert, das noch in Torgs Fleisch steckte. Er benutzte den abgerissenen Metallarm, um den Nekron, dem er gehörte, zu verprügeln. »Hör auf, mich zu pieksen!« Während Torg mit den Lychgardisten Türen-Weitwurf spielte, veränderte sich die Atmosphäre auf dem Schlachtfeld erneut. Die Temperatur fiel schlagartig um 20 Grad. Reif bildete sich auf den toten Panzern, Schatten begannen sich zu dehnen und zu winden, als hätten sie ein Eigenleben. Aus dem grünen Nebel traten die Albträume hervor, die Flayed Ones, die Gehäuteten. Sie waren hunzlige, zuckende Monstrositäten, deren Metallkörper mit fetzenartiger, blutiger Haut von ihren Opfern behangen waren. Lange, rasiermesserscharfe Klauen ragten aus ihren Händen. Sie stanken nach altem Blut und Verwesung. Sie waren der Terror des 41. Jahrtausends geschaffen, um den Verstand der Sterblichen zu brechen. Torg hielt inne. Er rümpfte seine Nase, der Gestank traf ihn wie ein Hammer. Machte Torg und wedelte mit der Hand vor seinem Gesicht. Ihr riecht wie die Latrine nach Taco-Dienstag. Ein Gehäuteter sprang ihn an, die Klauen auf Torgs Gesicht gerichtet, heulend vor digitalem Wahnsinn. Torg fing ihn in der Luft. Er hielt das zappelnde Monster auf Armlänge von sich weg. »Du bist dreckig«, stellte Torg fest. Er betrachtete die Hautfetzen, die von dem Nekron hingen. »Und deine Kleidung ist kaputt. Hast du kein Nähzeug?« Der Gehäutete kreischte und versuchte, Torg zu schneiden. »Ganz ruhig, Stinker«, sagte Torg. Er sah sich um. Er sah einen Krater, der mit einer Mischung aus Regenwasser, Promethium und Schlamm gefüllt war. Zeit für ein Bad. Er tauchte den Nekron in den Schlammpfuhl. Er tauchte ihn immer wieder ein und aus, wie einen Teebeutel. Waschen, waschen, waschen. Mama sagt, saubere Jungs kriegen Nachtisch. Die anderen Gehäuteten zögerten. Ihre Logik-Engramme, die auf Terrortaktiken programmiert waren, konnten diese Reaktion nicht verarbeiten. Das Opfer schrie nicht. Das Opfer versuchte sie zu baden. Das war nicht im Protokoll. Blinky in Torgs Tasche piepste aufgeregt. Fehler, Logikschleife, Zielsubjekt klassifiziert als große Mutter? »Ich bin keine Mutter«, grummelte Torg und warf den jetzt sehr schlammigen Nekron weg. »Ich bin Torg.« Doch die Nekrons hatten noch einen Trumpf. Auf der Brücke der Gruftbarke sah der Kryptek, der Technomagier, der den Angriff leitete, dass konventionelle Gewalt versagte. Dieser Ogryn war eine statistische Unmöglichkeit. Seine Dummheit erzeugte ein psionisches Nullfeld, das die Realität selbst zu verdummen schien. Es gab nur eine Lösung. Der Kryptek aktivierte den Tesseract-Käfig. Ein Licht, heller als 1000 Sonnen, explodierte in der Mitte des Schlachtfeldes. Die Wolken verdampften, der Boden verglaste augenblicklich. Torg musste die Augen zusammenkneifen. »Wer hat das Licht angemacht?« beschwerte er sich. Torg wollte ein Nickerchen machen. Aus dem Licht schälte sich eine Gestalt. Sie war riesig, größer als der Monolith. Sie bestand aus reinem Sternenfeuer, gefangen in einer goldenen Hülle. Ein Cetonsplitter, ein Fragment eines Sterngottes. Ein Wesen, das Realität durch bloßen Willen formen konnte. Der brennende Eine. Der Cetan schwebte über dem Boden, erhob eine Hand und imperiale Panzer begannen zu schmelzen und in der Luft zu schweben, als wäre die Schwerkraft nur ein Vorschlag. Gardisten zerfielen zu Staub, bevor sie überhaupt schreien konnten. Der Gott richtete seinen Blick auf Torg. »Sterblicher«, donnerte die Stimme des Cheetan. Sie klang nicht wie Schall, sondern wie das Bersten von Planetenkrusten. »Ich bin Nyadrazata, ich bin das Feuer, das Welten verzehrt. Knie nieder und vergehe.« Torg blinzelte. Er schirmte seine Augen mit der Hand ab. Der Typ war wirklich sehr hell und sehr laut. »Du bist zu laut«, rief Torg zurück. »Mein Boss schläft. Psst.« Der Cheetan hielt inne.
Das Universum hielt den Atem an. Ein Wesen, das Sonnen gegessen hatte, wurde gerade von einem Wesen gemaßregelt, das Schwierigkeiten hatte, seine eigenen Schuhe zu binden. Du wagst es. Der Zetan hob beide Hände. Eine Kugel aus reinem Plasma formte sich zwischen ihnen, heiß genug, um den Kontinent zu verbrennen. Ich werde deine Atome im kosmischen Wind verstreuen. Torg kratzte sich am Hintern. Er mochte keine Angeber. Und dieser Leuchtmann war der größte Angeber von allen. Er dachte nach. Was macht man, wenn etwas zu hell ist? Man macht es dunkel. Torg schaute sich um. Er sah das Wrack eines Lehman-Russ-Kampfpanzers, der auf der Seite lag. Der Turm war abgerissen, aber das Rohr war noch dran. Er sah eine große Plane aus Asbestgewebe, die halb verbrannt war. »Warte mal kurz«, sagte Torg zum Gott. Er hob den Zeigefinger. »Bin gleich wieder da.« Der Chetan, verwirrt durch die schiere Audazität, wartete tatsächlich. Götter sind oft arrogant und Arroganz macht langsam. Torg rannte zu dem Panzerwrack. Er riss die Plane ab. Sie war groß, staubig und schwer. Er faltete sie zusammen. Er rannte zurück zum Zetan. »Okay«, sagte Torg, »bist du fertig mit Leuchten?« »Ich habe nicht einmal begonnen«, brüllte der Zetan und warf die Plasmakugel. Die Kugel raste auf Torg zu. Torg tat das, was er beim Völkerball gelernt hatte. Er duckte sich. Die Kugel zischte über ihn hinweg und verdampfte einen Hügel hinter ihm. »Daneben«, rief Torg. Er nutzte den Moment. Er stürmte vorwärts, sprang von einem umgestürzten Lychgardisten ab, segelte durch die Luft, eine fliegende Festung aus Fleisch, und landete direkt auf den Schultern des schwebenden Sternengottes. Der Kontakt zischte. Torgs Hose fing Feuer. »Heiß, heiß, heiß«, schrie Torg, aber er ließ nicht los. Er wickelte seine massiven Beine um den Kopf des Gottes und warf die Asbestplane über ihn. »Licht aus«, schrie Torg, »Schlafenszeit«. Er wickelte die Plane um den Kopf des Zetan und zog sie fest. Der Sterngott, plötzlich blind und gedemütigt durch eine schmutzige Plane, geriet in Panik. Er schlug wild um sich, er feuerte Energiestrahlen in alle Richtungen, aber er konnte nicht sehen, wohin er schoss. Er traf seine eigenen Truppen, er traf die Gruftbarke über ihn. »Runter«, befahl Torg und hämmerte mit seiner Faust auf den verhüllten Kopf des Gottes. »Sitz!« Blinky in der Tasche drehte jetzt völlig durch. Die Nähe zum Zetan, einer Energiequelle von unendlicher Macht, überlud die Schaltkreise des Necron-Kopfes. »Energiesignatur kritisch«, quäkte Blinky. »Upload, Virus, Dummheit, initiiert.« Der Titan schrie auf. Es war kein Schrei des Schmerzes, sondern der Verwirrung. Das psionische Feld des O-Grüns, verstärkt durch den Necron-Kopf als Sender, infiltrierte die Essenz des Sterngottes. Die reine, unverdünnte Einfalt von Torgs Gedanken, Essen, Schlafen, Boss, kollidierte mit dem kosmischen Bewusstsein des Zetan. Der Gott sah das Universum nicht mehr als mathematische Gleichung. Er sah es plötzlich als Sandwich, ein sehr großes, kompliziertes Sandwich. »Was ist das?«, schrie der Zetan unter der Plane. »Warum will ich Senf?« »Jeder mag Senf«, keuchte Torg, der versuchte, den Gott in den Schwitzkasten zu nehmen. Die Realität bekam Schluck auf. Der Zetan, unfähig, die existenzielle Krise zu bewältigen, ein Sandwich zu sein, implodierte. Mit einem Geräusch wie ein nasser Ballon, aus dem die Luft entweicht, zog sich der Sternengott zusammen und verschwand in einem Riss in den Warp, zurückgelassen, nur ein Haufen Ozon und eine sehr verbrannte Plane. Torg fiel auf den Boden. Er landete auf seinem Hintern. Er sah sich um. Der Leuchtmann war weg. Die Plane lag leer da. »Humph«, machte Torg, hat sich unter der Decke versteckt. Die Necrons, deren Verbindung zu ihrem Befehlshaber und ihrer ultimativen Waffe nun unterbrochen war, froren ein. Ohne den Willen des Cheaton oder des Hochlords begannen ihre Teleportationsprotokolle zu greifen. In grünen Blitzen verschwanden sie, einer nach dem anderen, zurück zu ihrer Gruftwelt, um die nächsten 1000 Jahre damit zu verbringen, herauszufinden, was zur Hölle gerade passiert war. Stille senkte sich über das Schlachtfeld. Echte Stille diesmal. Der Himmel klärte sich auf. Die lila Wolken verzogen sich. Die Gruftbarke zog sich zurück, ihre Systeme durch Blinkys Dummheitsvirus kompromittiert und sendete sinnlose Signale über Rezepte für Ratteneintopf in den Weltraum. Torg stand auf. Er klopfte sich den Ruß ab. Seine Hose war hinten weggebrannt, aber das störte ihn nicht. Es war luftig. Er ging zurück zu dem Graben, wo er alles begonnen hatte. Er kletterte hinein. Kommissar Valerius saß immer noch da. Ein bisschen grauer, ein bisschen steifer,
aber immer noch da. Torg setzte sich neben ihn. Er holte Blinky aus der Tasche. Der Necron-Kopf war jetzt dunkel, seine Augen erloschen. »Blinky schläft auch«, flüsterte Torg. Er legte den Kopf sanft neben den Kommissar. »Pass auf den Boss auf, Blinky.« Minuten später landeten die Walküren-Transporter. Die Inquisition war da. Inquisitorin Kalen sprang aus dem ersten Schiff, ihren Bolter im Anschlag bereit, Ketzerei zu verbrennen und Dämonen zu bannen. Sie erwartete eine tote Welt. Sie erwartete einen Sieg des Chaos oder der Xenos. Stattdessen fand sie ein Schlachtfeld, das aussah, als hätte ein Riese eine Party gefeiert und nicht aufgeräumt. Umgestürzte Monolithen, Panzer, die aussahen wie zerdrückte Dosen und überall Schlamm. Und in der Mitte von allem saß ein Ogreen. Er summte. Kalen marschierte auf ihn zu, flankiert von Grey Knights. Sie sah den riesigen Mann an. Sie sah die verbrannte Haut, die fehlende Rüstung, das Lächeln. »Soldat«, bellte sie. »Bericht? Was ist hier passiert? Wo ist der Feind? Wo ist der Schetan, dessen Signatur wir gemessen haben?« Torg schaute auf. Er sah die Frau in der glänzenden Rüstung. »Hallo«, sagte er. »Bist du der Nachtischdienst?« Kalen blinzelte. »Was?« »Der Leuchtmann war zu laut«, erklärte Torg geduldig. »Ich habe ihn zugedeckt. Dann ist er gegangen. Die Blechmänner sind auch gegangen. Sie mochten mein Bart nicht. Der Inquisitor starrte ihn an. Sie scannte ihn psionisch. Sie suchte nach Korruption, nach Makel, nach dem Einfluss des Warp. Sie fand nichts. Es war wie in einen leeren Raum zu schauen, in dem nur ein einziges Bild an der Wand hing. Ein Bild von einer Schüssel Eintopf. »Er ist rein«, flüsterte ein Grey Knight hinter ihr, sichtlich verwirrt. »Sein Geist ist zu glatt, als dass das Chaos oder die Citan dort Halt finden könnten.« Kalen sah auf den toten Kommissar neben Torg. Sie sah den Necron-Kopf, der als Kopfkissen diente. Sie verstand nicht, was passiert war. Niemand würde es je verstehen. Die offiziellen Berichte würden von einer mysteriösen Warp-Anomalie sprechen, aber sie wusste, dass man einem Ogreen keine Fragen zur Astrophysik stellte. »Soldat«, sagte Kalen langsam, »du hast gute Arbeit geleistet.« Torgs Augen leuchteten auf. »Gute Arbeit?« »Ja, sehr gute Arbeit.« Sie griff in ihre Gürteltasche. Sie hatte keine Orden dabei, aber sie hatte ihren eigenen Notfallrationsriegel, einen hochwertigen, mit echter Schokolade überzogenen Offiziersriegel. Sie hielt ihn hin. Torg starrte den Riegel an. Es war das Schönste, was er je gesehen hatte. Schöner als der grüne Ball, schöner als das Feuerwerk. »Für Torg?« fragte er mit zitternder Stimme. »Für Torg«, bestätigte die Inquisitorin. Torg nahm den Riegel mit einer Zärtlichkeit, die man seinen riesigen Händen nicht zugetraut hätte. Er wickelte ihn aus. Er biss hinein. Die Galaxis war ein dunkler, schrecklicher Ort. Es gab nur Krieg. Es gab Götter, die Seelen fraßen und Maschinen, die das Leben hassten. Aber in diesem Moment, als die Schokolade auf seiner Zunge schmolz, war das Universum perfekt. Machte Torg. Er lehnte sich zurück, schloss die Augen und lehnte seinen Kopf an die Schulter des toten Kommissars. »Siehst du, kleiner Boss? Alles gut, wir haben gewonnen.« Und während die Inquisitorin ihre Truppen anwies, das Gebiet zu sichern und das Phänomen zu klassifizieren, schlief Torg ein. Er träumte nicht von Ruhm, er träumte nicht von Schlachten, er träumte von einem riesigen Ball, der nach Schinken schmeckte. Und in der grimmen Finsternis der fernen Zukunft ist das vielleicht der einzige Sieg, der wirklich zählt.